Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute habe ich mal was ganz Besonderes zum Testen, wie ihr vielleicht hinter mir schon sehen könnt. Das ist der neue Audi RS5. Audi hat ihn mir zur Verfügung gestellt. Für 5 Tage konnte ich ihn jetzt testen. Das Wichtigste, was ihr zu dem Auto wissen müsst: 450 PS, 600 Newtonmeter Drehmoment. Er hat einen 2,9 Liter V6 Biturbomotor. Heute ist es etwas kalt, deswegen stehe ich auch hier schon mit Mütze. Ich konnte allerdings vor 2 Tagen den Wagen mal so richtig schön testen auf der Autobahn. Da hatte ich ein bisschen besseres Wetter als jetzt. Wie das Ganze so war, das zeige ich euch auf jeden Fall jetzt. Viel Spaß! So, dann wollen wir das Ding mal fahren. Ja, ich würde sagen, ich gebe direkt mal Gas. So, ich muss also sagen, das Erste, was mir bei dem Auto auffällt, ist, dass mir leider total der Sound fehlt. Da habe ich wirklich mehr erwartet von einem RS5. Das Vorgängermodell, soweit ich mich erinnern kann, war da auch wesentlich lauter. Und das ist bei mir schon mal ein totaler Minuspunkt, denn ein Auto, ein Sportwagen, ein sportliches Auto muss für mich auch so diesen gewissen Touch haben. Und das ist halt eben der Sound. Der Sound macht bei mir wirklich 50% vom Auto aus. Und ist kein guter Sound da, dann, ich weiß nicht, fehlt irgendwie so ein bisschen der Fahrspaß an dem Ganzen. Ich teste ja wirklich Autos, die mir vom Grundprinzip auf schon mal gefallen oder die für mich interessant sind. Bei jedem Auto, in das ich mich setze, habe ich von vornherein schon mal ein großes Interesse, das zu fahren. Also ich würde jetzt nicht unbedingt ein Auto fahren, wo ich auch überhaupt kein Gefühl dabei habe oder wo ich irgendwie auch kein Interesse dran habe. Es ist aber oft so, dass ich dann entweder sehr positiv überrascht werde oder auch eben negativ, oder dass sich meine Meinung nochmal über ein Auto bestätigt. Ich muss sagen, beim RS5 ist es halt so, es kommt ja auch immer ganz drauf an, was für einen Anspruch man an das Auto hat. So ein RS5 ist ein sportliches Coupé, etwas größeres Auto, ist aber, muss ich sagen, mir doch definitiv für ein RS zu unsportlich. Woran liegt das? Mir fehlt die Beschleunigung, mir fehlt der Sound. Die Optik gefällt mir ganz gut. Ich muss sagen, die Optik vom Vorgängermodell hat mir auch sehr gut gefallen. Ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ist schon sehr gut gelungen. Das muss man sagen. Fazit bisher zum RS5. RS5 ist ein Wagen für mich, der mehr für die gemütlichen Fahrer gemacht ist. Also ist schon sportlich, aber auch nicht zu sportlich. Ja, ein perfektes Reiseauto eigentlich. Ich bin jetzt bei einem durchschnittlichen Spritverbrauch auf 100 Liter von 10,6. Ist auch okay. Also ein ganz großer Pluspunkt, der wahrscheinlich auch mit meinem Minuspunkt des Sounds zusammenhängt, ist, dass das Auto wirklich sehr leise ist beim Fahren. Also man hat kaum Fahrgeräusche. Das ist mir aber auch schon bei anderen Audis aufgefallen. Das Auto ist eigentlich sehr, sehr gut gedämmt. Und ich kann auch noch bei 180 alles einwandfrei verstehen, egal ob Radio oder wenn jetzt jemand neben mir sitzt und mit mir spricht, da muss man auch nicht laut schreien. Also er schaltet im Sportmodus tatsächlich erst bei 220 in den 7. Gang hoch. Wir haben 8 Gänge. Also die Beschleunigung obenrum ist schon sehr gut. Zwischendurch lässt er auch mal so ein Blubbern, so ein Puffen hinten raus. Das ist auch immer schön.
Leider ein bisschen zu leise. Könnte ruhig lauter sein. Ich meine, Audi ist dezent. Audi möchte halt wahrscheinlich nicht dieses, ich sag mal, Prollo-Image wie vielleicht AMG. So ein typischer Audi-Fahrer, wie stellt man sich den vor? Geschäftsmann, smart, gut gekleidet. Ja, ich weiß Vorteile, aber das ist wahrscheinlich so die Devise, nach der Audi geht und ihre Autos auch konstruiert. Und Audi ist halt eben kein Prollauto. Audi ist ja dezent, trotzdem sportlich elegant. Für meine Verhältnisse, wie gesagt, zu unsportlich. Könnte ruhig noch ein bisschen mehr bei rauskommen. Das Gute ist halt eben, wenn man jetzt vielleicht selbstständig ist und man hat irgendwelche Kunden oder Lieferanten oder so, die man dann eben auch mal besucht, dann ist Audi immer noch so ein, ich sag mal, Auto, womit man sich auch blicken lassen kann. Fährt man da jetzt mit einem AMG vor, dann kommt das schon ja wirklich recht prollig rüber. Das Auto ist halt laut, fällt auf, sieht brachial aus. Audi, also der RS5 speziell, setzt da mehr so auf dieses, ja, Understatement ist schon wieder zu untertrieben. Also Understatement würde ich jetzt nicht sagen, weil das Auto ist schon auffällig und schick, aber es ist halt eben nicht zu auffällig. Es ist ein Auto, womit man tatsächlich auch im Alltag was erledigen kann, ohne dass man jetzt vielleicht, schon schlimm, wenn man das in Deutschland sagen muss, aber es ist leider so, ohne dass man jetzt von allen Seiten schief angeguckt wird. Was ich ja mal sagen muss, schick finde ich wirklich das Interieur. Ich bin sonst gar kein Fan von weiß oder ich sag mal hellem Leder. Das ja hier ist so weiß-gräulich. Ich muss gleich mal gucken, wie die Bezeichnung dieser Farbe heißt. Sieht schick aus, weil wir haben die Teppiche und die Verkleidung trotzdem in dunkel. Wären die Teppiche auch noch weiß, das finde ich immer ganz schrecklich. Ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch so gibt. Wahrscheinlich auf speziellen Kundenwunsch ja. Aber jeder weiß, ein weißer Teppich ist innerhalb von 3 Wochen nicht mehr weiß. Ich kann jetzt hier also zwischen 4 verschiedenen Modi wählen. Einmal Komfort, Auto, Dynamik und Individual. Bei mir ist das grundsätzlich auf Individual oder Dynamik eingestellt. Ich habe mir im Individualmodus eigentlich alles auf Dynamik eingestellt. Also das ist der Sportmodus bei Audi. Außer die Dämpfung. Ich finde die schon sehr hart. Wenn die auch auf Dynamik eingestellt ist, die habe ich jetzt auf Komfort eingestellt. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und ich würde sagen, ich probiere jetzt nochmal mein Glück hier, ein bisschen Gas zu geben. Natürlich auch ist das Getriebe jetzt auch im Sport, also Dynamikmodus, also beziehungsweise hier im Sportmodus. Er hat eine Bang & Olufsen Soundanlage, die auch sehr gut ist. Dadurch, dass das Auto, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr gut gedämmt ist, hört man auch echt noch einen sehr guten Klang bei einer höheren Geschwindigkeit. Wenn ihr jetzt Leute wie ich seid, die gerne auch mal im Auto Musik hören und zusätzlich auch gern schnell fahren, das hat Audi schon gut hinbekommen. Aber ich muss sagen, in vorherigen Modellen war das auch schon immer gut bei Audi. Oh Scheiße, ich glaube, ich bin falsch gefahren. Okay. Ja. Das passiert, wenn man Spaß an einem Auto hat, laute Musik hört, dann fährt man einfach mal 30 Kilometer in eine falsche Richtung. Egal. Dann kann ich jetzt noch mehr Spaß haben auf dem Rückweg. Sowas kann auch nur wieder mir passieren, das ist so typisch. Ja, mein Navi schickt mich jetzt zurück. Dann drehe ich jetzt mal hier. Wo bin ich denn hier zur Hölle? So, dann probieren wir nochmal unser Glück. Schönes Wetter jetzt wenigstens, jetzt kann ich auch mal ein bisschen Gas geben. Alles positiv sehen. Ja, ich bin tatsächlich 36 Kilometer zu weit gefahren an meiner Abfahrt vorbei. Aber da merkt man doch, wenn ein Auto Spaß macht, dann fährt man einfach gerne. Man achtet gar nicht mehr darauf, wo man überhaupt lang fährt. Hauptsache man fährt. Ich habe noch 12 Kilometer auf dieser Autobahn. Ich würde gerne einmal noch ein bisschen Gas geben.
auch auffällt, wenn ich bremse, dann muss man schon recht stark bremsen, denn sobald man die Bremse auch nur einen Tacken wieder loslässt, will er schon wieder nach vorne schießen. Das ist positiv, wenn ich schnell fahren möchte, weil dann braucht er nicht erst wieder diesen Anlauf, um diese Power wieder herzuholen, sondern er hat diese Power immer noch. So, jetzt muss ich aber meine Ausfahrt kriegen, den darf ich nicht schon wieder verpassen. Es ist gleich dunkel, wenn ich ankomme. Der Wagen hat mir echt Spaß gemacht. Ich danke auf jeden Fall Audi dafür, dass ich den mal testen durfte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hoffentlich beim nächsten Mal mit besserem Wetter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ihr dürft auch gerne meinen Channel abonnieren. Dann seht ihr nämlich, was weiterhin so abgeht bei mir. Viel Spaß. Ciao.